Der Wunsch, so eine Uniform zu tragen. Bei diesem Anblick von Elvis können Sie sich denken, wo wir sind, in Bad Nauheim. Und hier ganz in der Nähe wohnt Sigrid Emmerich. Sie hat uns geschrieben, sie hat einen ganz besonderen Wunsch, den wir ihr erfüllen wollen. Sie möchte einmal die Uniform einer Flugbegleiterin anziehen. Warum? Das verrät sie uns selbst. Ich habe den Mädels immer nachgeguckt und dann kam mein Mann dazwischen. Und dann habe ich alles sausen lassen und habe entschlossen, oder wir haben beschlossen zu heiraten. Und am nächsten Tag, 1970, ging es nach London. Und von da an immer unterwegs. Sigrid und Peter Emmerich haben viele Jahrzehnte im Ausland gelebt und gearbeitet. Fluggast zu sein, gut und schön. Aber der Traumberuf Flugbegleiterin blieb ein Traum. Ehemann Peter stirbt vor 2 Jahren nach einer schweren Krankheit. Für Sigrid der Beginn einer unschönen Zeit. Doch selbst im höheren Alter lässt sie ein Gedanke nicht los, einmal die Uniform einer Flugbegleiterin anzuziehen. Deshalb kam mir dann die Idee, verpasste Gelegenheit, jetzt bist du alt genug, du gehst ja auch schon, wirst ja auch älter, du packst das irgendwann nicht mehr. Und habe mich angemeldet für den Wunsch, einmal in meinem Leben endlich diese Lufthansa-Uniform zu tragen und habe nicht geglaubt, dass das wirklich in Erfüllung geht. Und am nächsten Tag kam dann die E-Mail von Herrn Rothkranz, von dir. Und ja, dann habe ich mich gefreut und war ganz ungläubig, dass das doch mal klappen soll. Das war ja kein Lottogewinn, aber für mich war es ein Lottogewinn. 77 Jahre hat Sigrid diesen Traum. Jetzt soll er in Erfüllung gehen. Mit unserem Maintower Weihnachtsengelbus geht es von Bad Nauheim nach Frankfurt. Auf geht's zum Flughafen. Unser Kurs? Der Airport Ring Mitte, Tor 21, die Lufthansa-Basis Frankfurt. Schritt für Schritt nähern wir uns der Wunscherfüllung. Ein kleiner Fußmarsch steht uns bevor. Schließlich sind wir zu Gast auf Deutschlands größtem Flughafen. So, Sigrid, wir sind jetzt im Service Center Dienstbekleidung angekommen. Die Lufthansa nennt das Pillbox. Jetzt erwartet dich gleich eine Uniform. Wie geht's dir jetzt gerade? Mir geht es gut, aber ich bin doch mächtig aufgeregt, weil das ist dieser Lebenstraum. First-Class-Flugbegleiterin Melanie Aubert, hier in einer Uniform aus den 70er Jahren, nimmt Sigrid Emmerich mit. Die Kleiderkammer der Airline ist ein kleines Heiligtum, denn eigentlich dürfen hier wirklich nur die Mitarbeitenden rein. Wanner Pfaff hat für Sigrid schon das aktuell gültige Kostüm der Fluggesellschaft herausgesucht. Während sich Sigrid Emmerich umzieht, sprechen wir mit Melanie Aubert über ihr Kostüm. Ich trage heute das Modell aus den 70er Jahren. Also dieses Modell wurde entworfen von dem Designer Werner Machnick und das kam mit der Ära 747, also mit dem Flaggschiff der deutschen Lufthansa sozusagen, was ja auch noch immer fliegt. Und mit der 747 änderte sich natürlich auch der Uniformschnitt, also die Rocklänge wurde kürzer, gewagter und die Farbe etwas knalliger. Und das Kostüm, was ich heute trage, gibt es auch tatsächlich noch in einem leuchtenden Blau. Wir machen heute eine absolute Ausnahme mit dieser Aktion, um den Herzenswunsch der Frau Emmerich zu erfüllen. Denn eigentlich tragen nur echte Flugbegleiter die Lufthansa-Uniform. Also auf jedem Werbeplakat sozusagen, was man sieht, sind auch wirklich nur echte Flugbegleiter zu sehen. Hier und da wird alles noch ein bisschen zurechtgerückt. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Wie wird Sigrid Emmerich in der Uniform aussehen? Wie wird sie sich selbst wahrnehmen? Wer bin ich? Sieht perfekt aus, würde ich sagen. Wer bin ich? Mein Gott. Ich habe so lange darauf warten müssen. Ich habe gedacht, dass das nie in Erfüllung geht. Okay, auf geht's zur Kabine. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars. Der Wunsch ist sowas in Erfüllung gegangen, zumal ich das ja wirklich nicht erwartet hatte. Denn es ist ja so außen vor, mit sowas an jemand heranzutreten, dass ich das nie gemacht habe. Und mein Mann hätte mich still belächelt und hätte gesagt, Häschen, mein Spitzname, lass das mal sein, ist ja gut. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und das ist wirklich mein Weihnachtswunsch.
Und der ist in Erfüllung gegangen.